Hallo liebe Hausbauhelden, in dieser Haustour zeige ich euch ein Haus mit Flachdach, das als Musterhaus am Firmenstandort von Fingerhut-Haus in Neuenkhausen im Westerwald zu besichtigen ist. Dieses Haus im zweigeschossigen Stadtvillen-Stil zeigt eindrucksvoll, dass auch bei einem Holzfertighaus bei der individuellen Planung und Ausstattung eigentlich kaum Grenzen gesetzt sind. Und was man da alles machen kann und wie das alles aussieht, das schauen wir uns heute zusammen an. Von der Kubatur haben wir hier einen Hauptbaukörper über 2 Vollgeschosse, der weiß verputzt ist, und dann dieses sehr eindrucksvolle Anbauelement hier vorne, das Holz verkleidet ist, und von den Außenmaßen haben wir dann hier vorne stolze 17,60 Meter mal 10,25 Meter ohne die Rücksprünge, also nur der Hauptbaukörper sind es dann 12 Meter mal 9,20 Meter. Da vorne gibt es ja so einen eingezogenen Eingangsbereich, der sehr praktisch ist. Und was als erstes, finde ich, ins Auge fällt, ist dieses besonders ausgeführte Flachdach mit Dachüberstand. Wir haben hier umlaufend 50 cm Dachüberstand, diese Attika-Höhe. Das heißt, was man dann als Dachaufbau sieht, ist 60 cm hoch. Dahinter verschwindet dann die Gefälledämmung und da haben wir auch eine aufgeständerte Photovoltaikanlage mit 5 Kilowatt Peak Leistung obendrauf. Man kann das Ganze natürlich auch mit glatt hochgezogener Attika machen, ohne diesen Dachüberstand. Aber die Architektin sagte mir, auf den Zeichnungen war das einfach noch mal so ein bisschen der besondere Kick. Und deshalb hat man das hier mal so ausgeführt. Wir sehen schon, die Fenster sind überall in unserem klassischen Rallton 7016. Das ist dieses Anthrazitgrau. Und ganz interessant finde ich, dass wir es hier innen auch in Anthrazit haben. Ihr werdet sehen, warum. Wir haben nämlich innen eine Einrichtung, so ein bisschen im Industrial Style, wo auch viel dunkles Metall vorkommt, und da passt das dann sehr, sehr gut. Von der Holzfassade hat man hier eine Weißtanne. Die ist von der Struktur etwas ruhiger als die Lärche, die man ja auch oft im Außenbereich sieht, weil sie sehr witterungsbeständig ist. Und besonders schön finde ich diese Eckausführung, die jetzt mal ganz schmal mit so einem Blech gelöst ist. Das ist von den Detailanschlüssen in der Ausführung tatsächlich sehr komplex, weil das natürlich hier alles mit dieser Schattenfuge, die da läuft, dann wirklich ganz genau geschnitten sein muss. Und diese Fassade, man merkt, dass wenn man die anfasst, ist mit so einem speziellen Holzöl eingelassen, das dann schon so ein bisschen UV-Schutz hat. Das heißt, die wird schon vergrauen mit der Zeit, aber gleichmäßiger und langsamer. Das heißt, es ist jetzt also keine Holzfassade, die man ständig streichen muss. Das Haus steht auch mit der Fassade schon seit einem Jahr und es sieht eigentlich wirklich alles noch ganz toll aus. Wo wir jetzt hier gerade bei den Fenstern sind, das sind Kunststofffenster mit Wärmeschutzverglasung, ist klar, Dreifachverglasung. Und was hier auch schon im Standard ist und was ich sehr schön finde, sind diese Granitfensterbänke. Das ist jetzt hier so ein so ein Grauton, und die sind wirklich auch sehr massiv. Wir haben es dann hier auch an der Antrittsschwelle von der Haustür, da ist er dann noch etwas dicker, da sind es dann 4 cm. Und das sind so versteckte Qualitätskriterien, die einfach ja auch wichtig sind, wenn man sich so ein Haus anguckt. Was man auch nicht sieht, ist, dass sich hinter dieser weißen Putzfassade eine diffusionsoffene Holzverbundkonstruktion befindet. Das heißt ohne Folien. Da ist dann das Wärmedämmverbundsystem auf Holzweichfaserbasis. Das bietet dieser Hersteller tatsächlich im Standard an, was ich persönlich sehr interessant finde. Und was ich auch immer toll finde, ist, wenn es eben gleich eine integrierte Vordachlösung gibt. In diesen beiden Anbauelementen hier ist eine Erweiterung des Wohnzimmers drin. Das sehen wir dann später drinnen. Das ist der zusätzliche Anbau für das Gäste- oder Arbeitszimmer. Das heißt, das Haus funktioniert natürlich auch ohne dieses Anbauelement. Und wie das alles drinnen vom Grundriss und der Ausstattung sich abwickelt, das schauen wir uns jetzt an.
ist mit 21 Quadratmetern wirklich groß bemessen. Was hier natürlich sofort auffällt, ist die Wahnsinnsraumhöhe. Wir haben ja tatsächlich eine Geschosserhöhung, lichte Rohbauhöhe 2,91 Meter. Das heißt, hier entsteht im Erdgeschoss eine lichte Raumhöhe von 2,70 Meter und durch die offene Galerie haben wir im Eingangsbereich gleich über 5,50 Meter Raumhöhe. Sowas macht wirklich einen ganz besonderen Eindruck, und wenn ihr so eine Galerie habt, die ja immer die akustische Trennung zwischen den Geschossen aufhebt, finde ich das eigentlich in der Diele am sinnvollsten, weil man eben auch von oben direkt gucken kann, wer kommt rein, und es ist etwas praktischer, als das im Wohnbereich zu haben. Auf dem Boden haben wir hier eine sehr, sehr schöne Feinsteinzeugfliese in Natursteinoptik. Das sind 80 x 80. Das passt in so einen großen Raum sehr gut rein. Die ist auch rutschhemmend, weil sie so ein bisschen eine Struktur hat, also tatsächlich wie ein Naturstein. Und was mir ja immer als erstes auffällt, ist die Garderobenlösung. Das wird im Musterhaus ja gerne mal gemacht, dass da keine ist. Die Haken gibt es hier im Beraterbüro. Aber hier wäre natürlich planerisch der Platz für den großen Garderobenschrank. Und dann bitte dran denken, dass ihr da keine Technik sitzen habt. Das passiert oft genug bei der Elektrobemusterung. Deshalb erwähne ich es hier nochmal. Bevor wir uns die Nebenräume hier unten anschauen, gehen wir jetzt aber erstmal in die Küche. Beim Gang in die Küche fällt natürlich der Blick als erstes auf diese wunderschöne Raumteilerlösung. Das ginge natürlich auch mit Tür oder Schiebetür. Hier ist es eine Glas-Stahl-Konstruktion, 1,60 breit, im Industrial Style, was hier wirklich sehr, sehr gut reinpasst und einfach die Zugluft aus der Küche halten kann, wenn man es zumachen kann, aber trotzdem sehr offen ist. Von den Maßen ist es so, dass die Türen hier im Erdgeschoss auch erhöht sind. Rahmenhöhe ist dann 2,16. Das solltet ihr auf jeden Fall machen, wenn ihr diese Geschosserhöhung habt, damit das von den Proportionen stimmt. Die gibt es auch noch höher. Das ist natürlich eine Preisfrage, wenn man keinen so hohen Sturz darüber haben will. Die Küche hat insgesamt 15,2 Quadratmetern, ist so L-förmig dann übergeleitet in den Wohn-Ess-Bereich. Und eine Sache vielleicht vorweg, Küchen werden bei dem Hersteller nicht mitbemustert, trotzdem hat man natürlich im Musterhaus eine drin. Diese Lösung mit dem freistehenden, längsgestellten Küchenblock passt hier tatsächlich auch noch rein, wenn ihr jetzt hier an den Wänden nochmal weitere Schränke und Arbeitsplatten haben wollt. Hier haben wir jetzt 85 x 2,90 Meter. Das reicht wahrscheinlich dann nicht als Arbeitsfläche, zumal dann da Kochfeld und Waschbecken eingelassen sind. Hier im Musterhaus wird nicht gekocht, da ist jetzt auch kein Dunstabzug. Wenn ihr jetzt hier so einen Dunstabzug nach unten habt, ist klar, habt ihr diese obere Schublade nicht. Aber schon gedacht wurden hier an die Steckdosen, und zwar auf beiden Seiten. Also ich habe hier welche und auf der anderen Seite auch. Da geht das in den Esstisch über. Und dann habe ich eben da auch schon die Steckdosen, wenn ich mal das Raclette auf dem Tisch stehen habe. Ob man das so haben will, dass der Tisch fest verbunden ist mit dieser Lösung, muss man sich natürlich überlegen, weil man den dann halt auch nicht umstellen oder mal drehen kann, wenn man eine lange Tafel für Gäste machen will. Aber das sieht natürlich hier sehr schick aus. Wo wir gerade beim Thema Steckdosen sind, also hinter mir ist jetzt natürlich der Platz für die Küchenrückwand, wo dann die Elektrogeräte und der Kühlschrank drin sind. Matte, dunkle Oberflächen, übrigens immer schwierig in der Küche. Diese hier haben aber so eine spezielle No-Touch-Beschichtung und das funktioniert dann wirklich, weil sonst seid ihr hier nur Fingerabdrücke am Wegwischen. Also da kann man drauf achten, wenn man das so dunkel haben möchte. Gibt es übrigens auch für die Türen, ist hier auch gemacht, sodass ihr auch mit Fettfingern hier keine Fingerabdrücke hinterlasst. Von den Abständen ist es so, dass wir hier die perfekten 1,10 Meter haben. Und hier ist jetzt noch ein bisschen mehr. Wenn ihr jetzt hier eine Arbeitsplatte noch rumlaufend haben wolltet mit halbhohen Schränken, würde das hier auch noch hinpassen.
Dann natürlich beachten, dass die Steckdosen dann hochgesetzt werden müssen, sonst stellt ihr euch die zu und ihr braucht die natürlich hier. Brüstungshöhe ist hier 1,12 Meter, das heißt, ihr seid auf der sicheren Seite, dass ihr da auf jeden Fall was drunter stellen könnt. Das Element ist auch 2,90 Meter lang und in der Küche ist es absolut sinnvoll, dann hier auch noch mal so einen kleinen Öffnungsflügel zu haben. Das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache, obwohl es hier natürlich, wie ihr schon seht, eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gibt, die natürlich in der Küche dann auch das Absaugelement hat. Hier die Rückwand wäre natürlich auch noch mal möglich, komplett mit Hochschränken oder Schränken zu bestellen. Dann müsste dieser Tresen hier etwas kürzer sein. Aber das wäre auf jeden Fall hier alles ganz ohne Probleme möglich. Wie gesagt, dieser angebaute Tisch hat natürlich den Vorteil, man kann das Essen hier ganz schnell rüber. Flexibler ist man natürlich, wenn man das nicht hat, dann hat man hier auch keine Silikonfuge. Also wenn der Tisch da einfach nur steht, auch mal drehbar ist, das finde ich persönlich praktischer. Wir haben jetzt hier unterschiedliche Arten von Öffnungsflügeln, also das normaler Dreh-Kippbeschlag hier. Das ist dann für den Austritt auf den hinteren Teil der Terrasse. Ich mache das immer gerne auf, damit ihr das seht, dass ihr natürlich unten dann die Rahmenhöhe als Austrittsschwelle habt. Und die schwellenlose Lösung sehen wir dann hier nebenan. Das ist dann die große Hebeschiebetür, auch dieses Element 2,95 m breit. Die Höhe ist dann hier 2,13 Meter, also etwas geringer als jetzt von den Innentüren. Und hier seht ihr jetzt, hat man dann investiert in diese extra flache Austrittsschwelle. Und diese Übergangslösung auf die Terrasse ist sehr, sehr schön gemacht. Wir haben hier wieder diese stabile Granitschwelle, dann das Gitter, das jetzt hier wichtig ist für die Entwässerung und wirklich auf gleicher Höhe den Terrassenbelag angeschlossen. Solche Höhenabwicklungen müsst ihr auf jeden Fall, wenn ihr sie haben wollt, direkt in der Planung schon anmerken und auch mitplanen, weil das ganz oft hinterher nicht passt, dass es dann angeschlossen ist auf der gleichen Höhe und das ist dann irgendwie ärgerlich. Deshalb, wenn ihr das so haben wollt, es passiert nicht automatisch. Und jetzt schauen wir uns noch den Wohnbereich an. Dieser Ess- und Wohnbereich sind jetzt nochmal 40,6 Quadratmeter und wir stehen jetzt hier schon in diesem durch den Erker erweiterten Teil. Wenn ihr diesen Erkeranbau nicht hättet, also hier gewinnt er 1,60 Meter an Tiefe und dann wäre der Raum hier 1 Meter kürzer. Das würde sicherlich auch noch funktionieren, aber so ist natürlich großzügiger. Trotzdem solltet ihr euch überlegen bei der Planung und Fensterplatzierung, wie ihr nachher möblieren wollt. Also ich persönlich finde es jetzt nicht so toll, wenn man so einen Öffnungsflügel hinterm Sofa hat, aber das ist natürlich Geschmackssache. Vielleicht möbliert ja auch jemand mal gerne um. Außerdem haben wir jetzt hier dahinter auch noch den Zuluftsauslass der Lüftungsanlage, die jetzt hier unten im Erdgeschoss laufen. Die sind immer unter den Fenstern und da dürft ihr auch nichts draufstellen. Das heißt, da müsst ihr euch eben auch Gedanken machen, wenn ihr die Technik plant, wie ihr nachher möbliert. Vielleicht ganz kurz noch was zu den Oberflächen. Wir haben hier im Erdgeschoss alles mit Malervlies belegt. Das heißt, dass ihr von der Spachtelung der Gipskartonplatten Qualitätsstufe Q3 braucht. Das ist nicht im Standard, das ist also eine aufpreispflichtige Sache. Oben wird auch mal Q2 mit Raufaser gezeigt, dass man sich beide Standards mal angucken kann. Und ich finde das wirklich ganz, ganz schön. Was ich auch schön finde, ist, dass die Wände hier zur Decke hin abgetönt sind in so einem ganz leichten, warmen Grauton. Bei Grau ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man da den richtigen und einen möglichst warmen Farbton erwischt. Wenn ihr die Farbnummer wissen wollt, schreibt es in die Kommentare, das kann ich euch dann beantworten, aber diese 6-stelligen Farbcodes, das kann ich mir dann mal nicht merken. Wenn wir gerade bei den Materialien sind, hier auf dem Fußboden haben wir eine Landhausdiele Eiche extra breit. Das sind fast 28 cm. Das ist ein Boden mit Echtholzoberfläche, aber kein Parkett. Wenn ihr da ein richtiges Echtholzparkett haben wollt, in der Breite wird es sehr teuer. Hier ist ein Echtholzfurnier obendrauf. Das soll extrem belastbar sein. Sache ist die,
dass ihr es nicht abschleifen könnt. Also da müsst ihr euch einfach überlegen, wenn das dann mal verkratzt ist, ist es ein bisschen blöd, ob ihr lieber eine schmalere Diele nehmt, die dann echt ist und nicht ganz so teuer, oder ob ihr wirklich diese breite Optik haben wollt. Klar, geben tut es natürlich alles. Und wie es oben weitergeht, ich habe ja die Raufaser schon erwähnt, das schauen wir uns jetzt an. Ein Wort zur Treppe, die hier wirklich sehr, sehr schön ist. Es ist eine Treppe in Eiche, eine zweiläufige gerade Treppe mit Zwischenpodest. Das Ganze ist Eiche rustikal, schwarz gespachtelt. Das heißt, dass diese Holzfehlstellen dann mit so einem schwarzen Spachtel gemacht werden, geschliffen und dann ist das hier tatsächlich lackiert. Das ist natürlich relativ empfindlich, auch anders als eine geölte Oberfläche, die man halt nachschleifen kann. Dann haben wir hier dieses sehr schöne Stahlgeländer, das jetzt extra nur geölt und nicht pulverbeschichtet ist, in diesem rustikalen Industrial-Style mit sichtbaren Schweißnähten, kontrastiert mit diesem warmen Eiche-Handlauf. Und was ich euch noch mal zeigen möchte, das ist jetzt hier auch eine besondere Ausführung. Die Freiwange ist hier bündig mit den Stufen. Man sieht, das ist wirklich Eiche, 4 cm Faltwerkoptik. Das heißt immer, dass hier die Setzstufen und die Trittstufen so in einem Band durchlaufen, mit dieser 5 cm Schattenfuge schön gemacht. Und wenn ich jetzt schon eine geschlossene Treppe habe, würde ich mir das, glaube ich, hier einfach runterziehen, zumachen mit einer Tür, dann habt ihr hier unter der Treppe einfach einen Abstellraum, Stauraum, wo ihr nochmal wahnsinnig viel unterbringt, Staubsauger, Kram, weil ich glaube, so einen Stuhl in der Diele an der Stelle braucht man vielleicht nicht unbedingt. Und jetzt schauen wir wirklich nach oben. Wenn wir jetzt hier hoch auf die Galerie kommen, seht ihr vielleicht gerade hier die Steckdose und fragt euch, warum? Also ich denke, so eine Steckdose ist praktisch, wenn ihr mal Nachtlicht braucht an der Treppe für Kinder. Das ist nämlich ganz oft ein Thema. Auch auf dieser Galerie gibt es keine Steckdose. Wenn ihr irgendwo mal einen Staubsauger einstecken müsst oder das erwähnte Nachtlicht haben wollt, denkt einfach bei der Elektrobemusterung dran. Die Galerie hat jetzt 9,5 Quadratmeter, ist wirklich schön hell durch diese 2 Festverglasungen, 1x2 Meter, plus diese 5 Quadratmeter Luftraum, die ich hier habe. Das ist die Sache mit der Großzügigkeit, das ist natürlich schön, kostet aber viel Platz. Im Zweifelsfall wäre das der Raum für ein zusätzliches Kinderbad, wenn ihr eins haben wolltet. Wir haben jetzt hier noch gerade den Heizkreisverteiler von der Fußbodenheizung. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, den in der Diele zu haben und nicht in irgendeinem Schlafzimmer, wo man dann vielleicht hinterher kein Bett oder keinen Schrank stellen kann. Und von der Grundrissaufteilung haben wir hier Eltern und Bad und hier die 2 Kinderzimmer. Und die schauen wir uns jetzt an. Die Kinderzimmer haben beide 15 Quadratmeter. Von der lichten Raumhöhe haben wir jetzt hier Standard 2,50 Meter. Auch die Türen haben dann die Standardhöhe von Rahmenhöhe 2,04 Meter. Und was man jetzt hier sehen kann, ist, dass einfach unterschiedliche Fensterelemente zum Einsatz kommen. Wir haben hier einmal 1,10 breit, 2 Meter hoch und hier haben wir 2 Meter mal 2 Meter. Was mich jetzt etwas irritiert, sind die unterschiedlichen Kämpferhöhen hier. Hier habe ich dann 70 cm, unten die Festverglasung. Dann braucht man davor noch diese Absturzsicherung. Kann man hier mal sehen. Wahrscheinlich ist es deshalb einfach auch hier, dass man es mal zeigen kann. Man könnte natürlich auch die auf der gleichen Höhe haben. Das wäre vielleicht auch optisch schöner. Hier habe ich die 90 cm. Da brauche ich dann keine Absturzsicherung davor, selbst wenn ich das Fenster öffnen kann. Wir sehen auch hier schon die halb runtergelassene Lamellenjalousie. Das ist tatsächlich so eine mit Z-Lamelle, die also, wenn sie zu ist, wirklich dunkel macht.
und eben auch verschatten kann, ohne dass der Blick nach draußen total verstellt wird. An der Stelle haben wir einen Rollladen. Das ist eben immer eine Kostenfrage. Rollläden sind etwas günstiger als diese Lamellenjalousien. Grundsätzlich sind sie aber alle elektrisch. Ihr habt vielleicht die Schalter schon gesehen, die zeige ich euch nachher auch nochmal. Und jetzt gucken wir mal ins zweite Kinderzimmer. Das zweite Kinderzimmer hat auch 15 Quadratmeter, ist jetzt hier als Beraterbüro eingerichtet und deshalb mit Glastür. Wir gucken hier trotzdem kurz rein. Wir haben nämlich hier zwar ähnliche Fensterelemente, aber die sitzen ein bisschen weiter in der Ecke. Das ist manchmal für die Möblierbarkeit fast schlauer. Und hier haben wir jetzt die Kämpfer auf einer Höhe, dann braucht man keine Absturzsicherung. Es ist so, dadurch, dass jetzt hier das Flachdach von dem Anbau anschließt, muss hier unten ein bisschen eine höhere Brüstung sein. Das heißt, dieses feststehende Glaselement ist etwas weniger hoch als bei dem anderen Fenster. In der Fassadenansicht seht ihr das nicht, weil die Attika ja da rumläuft. Das heißt, die Unterkante des Fensters ist da nicht zu sehen. Aber ihr guckt jetzt hier auf dieses folierte Flachdach und ich finde es eigentlich immer schön, wenn man sich das leisten kann, dann da ein extensiv begrüntes Dach zu machen. Da ist einfach schöner hinzugucken, kostet leider wesentlich mehr. Eine Sache noch, wir haben hier im Obergeschoss sehr, sehr schöne, diese großen Motivtapeten. Ich finde, dass es für einen Raum ganz toll ist. Es gibt hier eine, es gab im anderen Kinderzimmer eine. Auch da kann ich euch die Motivnummer nennen. Wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare. Und jetzt schauen wir uns den Elternbereich an. Das Elternschlafzimmer liegt genau gegenüber, ist gleich geschnitten, hat auch 15,2 Quadratmeter, aber eine ganz andere Atmosphäre. Bevor wir da reingehen, hier noch mal kurz der Hinweis, von unten hochgezogen ist hier Q3-Spachtelung Malervlies gestrichen. Und hier drin sehen wir jetzt die Raufaser, da reicht dann die Q2-Spachtelung, die im Standard drin ist. Und ich finde, das gibt hier auch eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Vor allen Dingen, wenn das dann auch noch in so einem Naturton abgesetzt ist. Wie gesagt, die Farbnummern sage ich euch gerne und schreibt mir das einfach in die Kommentare, wenn ihr es wissen wollt. Ich finde, dieser Raum hat auch eine ganz heimelige und andere Atmosphäre durch diese anderen Fensterformate. Er ist ja gleich geschnitten wie die anderen Räume, aber diese 3x67 x 1,20 hohen Fenster bringen hier einen viel heimeligeren Charakter rein. Wir haben übrigens hier oben jetzt vor den Fenstern komplett die Rollläden und ihr könnt jetzt hier auch mal sehen, das ganze Haus ist jetzt technisch bewusst ganz einfach gehalten und wir haben jetzt hier diese Jalousien. Das ist dann so ein Funksystem, wo man die eben einfach runterfahren und dann hier ganz einfach auch komplett verdunkeln kann. Hier hinter dieser Tür verbirgt sich jetzt die Ankleide mit Durchgangsmöglichkeit ins Bad. Die Ankleide ist mit 9,6 Quadratmetern wirklich relativ groß und mein Lieblingssatz, viel Raum, wenig Schrank, trifft hier wieder voll zu. Das Ganze ist jetzt nur einzeilig möblierbar, weil wir eben die Fensterplatzierung und die Türplatzierung so haben, wie sie sind. Das wäre ganz einfach anders machbar. Man kann natürlich das Fenster anders setzen, wobei das dann die Fassadengeometrie natürlich von außen beeinflusst. Man könnte aber auch diese Wand ein bisschen rüber versetzen. Das Bad ist nämlich sehr, sehr groß. Das heißt, da wäre der Platz oder die Raumreserve für so eine Lösung auf jeden Fall da. Überlegt euch das, wenn ihr plant. Hier ist natürlich jetzt wieder so eine sehr, sehr schöne Tapete. Wenn ihr hier einen Schrank stellt, braucht ihr die da nicht. Auch da gilt, ich nenne euch das Motiv gerne, wenn ihr es mir unten in die Kommentare schreibt. Und jetzt schauen wir mal ins Bad. Das Bad hat üppige 16,7 Quadratmeter. Wenn man das jetzt ein bisschen versetzen würde mit der Wand zugunsten der Ankleide, geht natürlich die Duschlösung so nicht. Das ist eine ganz gemütliche, abgeschlossene Nische. Wir haben hier eine flache Duschtasse drin. Von der Größe ist es jetzt 98 x 1,20. Ist natürlich groß genug, aber für so ein üppiges Bad auch nicht riesig.
Die ließe sich aber hier natürlich auch an anderer Stelle unterbringen. Hier ist dann klassischerweise der Platz für den Waschtisch. Da würde ich euch auf jeden Fall einen Doppelwaschtisch empfehlen, wenn ihr jetzt hier oben nur ein Bad habt. Der passt ja hier auch wunderbar hin. Und dann natürlich bitte nicht nur Lichtschalter, sondern auch Steckdosen. Mindestens 2 pro Waschplatz. Apropos Elektro, wir haben jetzt hier im Hintergrund eine Sauna, so eine Infrarotsaunakabine. Wenn ihr sowas haben wollt oder vielleicht später im Bad mal nachrüsten wollt, denkt dran, dass ihr eine separate Stromkreiszuleitung braucht mit einer höheren Absicherung. Das solltet ihr auch bedenken, wenn ihr mal Photovoltaik nachrüsten wollt, dass ihr die Leerrohre vom Dach zum Technikraum schon verlegt habt. Und wenn ihr dann später so eine E-Tankstelle nachrüsten wollt, wie es ja hier auch gibt, auch im Vorhinein schon dran denken, dass ihr gleich die höhere Absicherung mit beantragt. Hier, wo jetzt die Sauna steht, wäre natürlich auch wunderbar Platz für eine große, wirklich geräumige Walk-in-Dusche für Leute, die gerne duschen. Und dann ist natürlich hier auch immer noch genug Platz für das WC. Fenster finde ich immer sehr gut, wenn man im Bad einfach eine Lösung mit Brüstung hat. Hier Brüstungshöhe 93 cm, alles richtig gemacht, was die Privatsphäre angeht. Die haben jetzt hier wieder die Höhe von 1,20, die wir auch im Schlafzimmer hatten, sind aber etwas breiter, nämlich knapp 80 cm. 80 auf 80 ist auch diese Fliese hier auf dem Boden. Auch hier wieder ein sehr schönes Feinsteinzeug in Natursteinoptik. Bemerkenswert finde ich auch, man sieht jetzt immer wieder öfter diese schmalen, hochgestellten Fliesenformate. Auch das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Wir haben jetzt hier an der Wand den Spritzschutz hinter der Wanne, die übrigens tiefer gesetzt ist, also auf den Rohfußboden. Da wird dann im Estrich eine Aussparung gelassen. Da ist jetzt auch die 80 cm, weil das natürlich genau eine Fliese ist von der Höhe. Das reicht euch sicherlich nicht ganz, wenn ihr hier auch mal Kinder in der Wanne sitzen habt, die spritzen und ihr habt hier die Raufaser und dahinter diese Holzkonstruktion. Also da würde ich euch empfehlen, das ein bisschen höher zu ziehen, und grundsätzlich ist es natürlich total toll und empfehlenswert, im Bad auch eine vernünftige Sitzgelegenheit zu haben. Und deshalb gefällt mir dieser Platz sehr gut, und ihr hättet den auch, wenn ihr die Wand von der Ankleide versetzen würdet. Wir haben ja im Erdgeschoss noch ein paar Nebenräume, wo ich euch versprochen habe, wir gucken rein. Unter anderem dieser Haustechnikraum, Speisekammer und Hausanschlussraum, der hier mit 15,3 Quadratmetern groß bemessen ist. Das braucht ihr bei einem Haus auf Bodenplatte auf jeden Fall. Ihr seht, da hinten ist ein relativ großes Gerät drin, Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, Heizung in einem, das ist eine Wärmepumpe, das Ganze geht über Fußbodenheizung. Ihr habt hier Platz für Verteilerschränke, für die Photovoltaik und natürlich für die Batterie und den Wechselrichter. Ihr bekommt hier auch noch Waschmaschine und Trockner unter, und Keller- und Bodenplatte ist auch noch so ein Stichwort. Bei dem Hersteller bekommt ihr die Bodenplatte automatisch mit. Die ist im Preis eingerechnet. Das sage ich deshalb dazu, weil das nicht bei allen Herstellern so ist und für den Preisvergleich natürlich von Belang. Hier nochmal jetzt das Gästebad, und da eine Sache: die Türen sind nicht nur erhöht, sondern auch verbreitert im Erdgeschoss. Lichte Durchgangsbreite 95 cm, ist sehr angenehm und bringt dann auch Pluspunkte bei der Barrierefreiheit, deshalb tolle Sache. Dieses Bad ist jetzt wirklich mit 7,3 Quadratmetern auch groß. Da kann man sich dann überlegen, was man alles unterbringen will. Die Fliese kennt ihr schon vom Bad oben. Auch diese hochkant verlegte Dekorfliese. Hier ist wieder die Sache mit dem Fenster neben dem Klo. Ich weiß natürlich nicht, ob man jetzt ein hochliegendes Fensterband von der Fassadenoptik wirklich haben will, wäre aber an der Stelle schlau. Man sieht auch hier wieder alles abgestimmt, Industrial Style schwarz. Das gibt es dann sogar hier bis hin zum Ablauf. Und Fun Fact am Rande: es gibt sogar schwarzes Klopapier, hier jetzt nicht, aber wer es braucht, kann es haben. Wir haben jetzt hier direkt gegenüber vom Klo die Dusche in so einer Nische, die ist groß, auch mit einer schwarzen, extra flachen Duschtasse. Ich finde es etwas irritierend, wenn man auf dem Klo sitzt. Diese Scheibe ist wie ein Spiegel.
Also kann man vielleicht auch dran denken, wenn einen das stört, dass man das ein bisschen anders plant. Aber es ist natürlich sehr, sehr schön, hier diese wirklich große 1,60 x 90 breite Dusche in der Nische zu haben. Und jetzt gucken wir nebenan, da ist ja noch das Beraterbüro, das natürlich auch Gästezimmer und ebenerdiges Schlafzimmer sein könnte, wenn man später wirklich mal auf einer Ebene wohnen möchte. Hier ist jetzt die Milchglastür drin. Der Raum hat nämlich nochmal 17 Quadratmeter, ist wirklich sehr, sehr geräumig und deshalb im Nachhinein auch sehr komfortabel als Schlafzimmer nutzbar. Jetzt haben wir uns alle Räume im Haus zusammen angeguckt. Wenn ihr euch das selber mal anschauen wollt vor Ort, es steht wie gesagt in Neuenkhausen im Westerwald, ist in der Regel geöffnet montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr oder nach Voranmeldung. Wenn ihr nochmal den Grundriss in Ruhe anschauen wollt, habe ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung einen Link in unsere Hausdatenbank gesetzt. In der Videobeschreibung findet ihr auch eine Preisinfo zum Haus vom Hersteller. Wenn ihr noch mehr Haustouren sehen wollt über diesen Hersteller, das blende ich euch auch noch mal ein. Und wenn ihr insgesamt noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.